Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich euch wieder mal eine Variante meiner Folientechnik zeigen. Habe mir eine schöne Farbkombination ausgedacht, ein paar Tricks und Kniffe, Effekte mit eingebaut und das möchte ich euch jetzt alles gerne zeigen. Wir nehmen wieder für die Folientechnik unsere verpackte Leinwand. Packen die nicht aus. Frischhaltefolien funktioniert auch, aber wenn man eine Folie auf der Leinwand hat, kann man die halt super nutzen. Und einen Teil des Bildes, den werde ich jetzt auf die Folie bringen. Das mache ich, weil es auf der Folie andere Effekte gibt, als wenn man das direkt auf die Leinwand macht. Ich möchte gerne den spezielle Optik hinterher haben, die nur mit dieser Foliengeschichte funktioniert, weil die Farbe dann glänzt, sie ist ein bisschen intensiver durch den Glanz und das nutze ich einfach, um ein bisschen mehr Spannung in ein Bild zu bekommen. Und ich habe mir hier mein prima Werkzeug wieder rausgesucht, das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Wer es noch nicht hat, wird merken, und wer viel malt, kann man unheimlich gut gebrauchen. Ich habe mir hier erstmal zwei Farben ausgesucht. Ich möchte gerne nur diesen unteren Teil hier unten ein bisschen mit Farbe bestücken und noch was damit machen. Ich habe mir venezianisch rosa rausgesucht, ein bisschen weiß, damit es nicht einfach nur so plakativ rosa ist, und werde erstmal starten. Habe mir Malerpinsel genommen, das super Werkzeug, den Spachtel. Habe hier meine Palette mit den beiden Farben, venezianisch rosa und weiß. Alle Farben schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung. Alles Material, was ich so im Video benutze, werdet ihr da finden. Ich nehme den Malerpinsel, mache nur eine dünne Schicht auf den Spachtel. Schaut mal. Nimm den Spachtel ganz flach und leg den auf die Folie ab und ziehe das so ein bisschen rüber. Gewollt ist, dass ein paar Lücken in der Folie sind, beziehungsweise in der Farbfläche, damit der Untergrund später durchgucken kann. Da kann man halt tolle Effekte mitmachen. Hier gehe ich gar nicht so dick die Farbe. Man kann auch mal so ein bisschen wegkratzen und dann wieder drauflegen. Also einfach ein bisschen ausprobieren. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Weiß dazwischen, damit es einfach hier so ein ganz klein bisschen einen Farbeffekt hat. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich habe hier so ein paar offene Stellen. So ganz viel will ich nicht, nur so ein paar offene Stellen. Da möchte ich gern, dass die Leinwand halt dann, also die Schicht, die dann auf die Leinwand kommt, an den Stellen so ein bisschen durchguckt. Jetzt kann man hingehen, wenn man das möchte, und ich habe hier noch so einen Kunststoffspachtel, steht auch in der Videobeschreibung. Damit kann man halt ganz witzige Effekte hier reinkratzen. Schaut mal, so und sowas. Dann sind das auch nochmal wie so kleine Fensterchen. Das kann man benutzen. Man kann hier so ein Holzspießchen super benutzen. Dann kann man so einfach mal so hier sowas reinkratzen. Oder man kann so tun, als wenn man was schreibt. Das sieht auch immer ganz cool aus. Ja, und überall, wo man halt, wie gesagt, die Farbe wegkratzt, dann kommt der Untergrund wieder durch. Und hier, man kann auch eine Gabel, ich habe hier so eine alte Gabel, so eine ausrangierte, die kann man auch mal ganz cool dafür nehmen. So. Nicht zu viel machen. Kreise habe ich noch hier reingekratzt. Ich glaube, mehr mache ich nicht.
sonst wird es zu viel. Macht zwar Spaß, aber hier mache ich noch was. Ja. So lasse ich das jetzt erstmal. Schaut mal, ich habe hier diese Kratzer reingemacht, sowas reingekratzt, dass es ein bisschen aussieht wie Schrift. Und dann schauen wir mal, wie das im Zusammenspiel mit dem Rest der Leinwand dann ausschaut. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Wenn man möchte, kann man das trocken föhnen und dann kann man nämlich direkt weiterarbeiten und wie gesagt, föhnen ein paar Minuten draufhalten. Es muss richtig trocken sein, weil wir gleich die Leinwand umdrehen und die Folie abnehmen, damit wir an die Leinwand kommen. Diese Farbschicht, die ist jetzt getrocknet. Ich habe den Föhn ein bisschen drauf gehalten. Wir können jetzt die Folie von dem Keilrahmen runternehmen und dafür drehe ich mir die Leinwand um. Ich schneide mir hier das Fenster so ein bisschen raus. Ich nehme mir jetzt mal eine Schere dafür, damit ich mir nicht die Leinwand kaputt mache. Ich schneide mir hier so ein Fenster hinten raus. Vorsichtig, dass die Folie nicht nach vorne hin kaputt reißt. Jetzt gehe ich hin, damit man die komfortabel von dem Keilrahmen runternehmen kann gleich. Schneide ich mir hier die Ecken auf. So, vorsichtig, ganz vorsichtig jetzt runterziehen, so über die Ecken wegstülpen. So, dann haben wir jetzt die Folie. So rum haben wir sie ja gemalt. Sie kommt aber so rum auf die Leinwand gleich drauf. Und das ist dann die Seite, die man hinterher sieht. Natürlich mit der Leinwand runter. Was ich jetzt noch mache zur Vorbereitung gleich, damit wir die komfortabler übertragen können, damit da nichts stört, schneide ich hier diesen überschüssigen Rand ab. Einmal drumherum. Das können wir auch abschneiden. Hier ist ja nichts, was wir brauchen. Das Überschüssige von der Folie abgeschnitten, damit wir das gleich besser handhaben können. Ich lege die jetzt erstmal zur Seite. Jetzt haben wir unsere Leinwand. Dann habe ich hier meine Palette erweitert. Wir hatten ja hier die beiden Farben, venezianisch rosa, weiß, und habe noch dazu genommen einen Tobton, nennt sich warmgrau, ist aber für mich ein Tobton, ein Cadmium orange, ein grünliches Türkis, ein schönes helles Grau, ein bläuliches Türkis und ein Mintton. Alle Farben habe ich alles in die Videobeschreibung, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und ich fange jetzt an. Ich habe mir als Werkzeug eine kleine Karte zum Spachteln rausgesucht. Damit spachtel ich immer sehr gerne und viel. Und ich fange jetzt an und werde die ganze Fläche bespachteln. Ich fange hier mal an mit dem Tobton. Nehme die Farbe auf eine Seite der Karte. Braucht nicht einfach reintauchen und auf der anderen Seite der Karte braucht keine Farbe sein, sondern wir nehmen die Farbe auf eine Seite, nehmen die Karte und ziehen ganz leicht die Karte nach unten, damit sich die Farbe auch möglichst lange auf der Leinwand verteilt. Wenn man direkt so macht, also direkt so nach unten zieht, ist komplett die Farbe nur auf einer Stelle. Das wollen wir aber nicht, weil wir ja schöne Farbverläufe erreichen möchten. Das heißt, wieder Farbe aufnehmen, auf eine Seite der Karte abstellen und ganz langsam beim Runterziehen die Karte nach unten neigen. Also immer so arbeiten. Zwischendurch muss man die Karte mal sauber machen. Ich habe jetzt hier aber noch weiß drauf, das nutze ich noch ein bisschen mit und gehe hier ins Türkis. Ganz leicht, gar nicht so feste und wie gesagt aufsetzen, runterziehen. Ich arbeite in dem Fall jetzt vertikal und horizontal nur. Ich möchte nicht kreuz und quer, weil das Bild ein bisschen Ordnung haben soll trotzdem. Und wie ich die Farbflächen jetzt anlege, dabei könnt ihr mir jetzt einfach zuschauen.
Zwischendurch, wie gesagt, sauber machen, damit nicht so ein hässlicher Farbbrei entsteht und man den schön auf der Leinwand verteilt, weil die Farben sollen ja schön und klar und gut aussehen. Und wenn man so ein Mischmasch irgendwann da drauf hat, dann ist es nicht mehr so schön. Seht ihr, ganz tolle Farbe. Ganz in Ruhe arbeiten. Wenn man jetzt zu schnell arbeitet und immer wieder drüber und hektisch ist, dann übersieht man schnell solche tollen Stellen oder übermalt die dann ganz schnell wieder. Das finde ich hier zum Beispiel fantastisch. Das sieht super aus. Schöner Farbverlauf. Zwischendurch kann man die Karte auch mal von der langen Seite auf die kurze Seite drehen, wenn man so ein bisschen kleinere Flächen dann haben will. Bringt auch optisch ein bisschen Abwechslung, dann hat man halt schmalere Effekte. Ich habe mir jetzt hier noch das ist ja hier Mintton und hier habe ich noch mir einen anderen Farbton dazu genommen. Der nennt sich Arktis. Das ist so ein bisschen bläulicher. Der gibt auch nochmal schöne Effekte hier rein. Schaut mal, das finde ich jetzt schon sehr schön. Ich weiß noch gar nicht, warum ich das haben möchte. So, jetzt habe ich meine Fläche komplett einmal bespachtelt mit meiner schönen Farbpalette. Ich habe nur diese kleine Karte genommen, manchmal die kurze Seite, manchmal die lange Seite. Was ich immer ganz schön finde, ist, dass wenn man so ganz wenig Farbe auf der Karte hat, so leicht drüber zieht, dann entstehen hier so ein Abrieb, der so ein bisschen punkthaft ist, also so ein bisschen fleckig. Das finde ich immer ganz toll, gibt immer schöne Effekte. Ich bin jetzt erstmal fertig. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. Man kann das einfach trocknen lassen, eine ganze Weile, oder man hält einen Föhn drauf und macht es trocken. Und danach möchte ich gerne mit dem nächsten Schritt weitermachen. So, wir müssen jetzt die Fläche, wo die Folie hin soll, mit Binder einstreichen. Das mache ich jetzt hier mal ganz dünne Schicht. Überall muss der Binder sein, da wo die Folie drauf kommt. Das ist Acrylbinder, damit kann man super die Farbfläche übertragen. Jetzt nehme ich meine Folie und lege die jetzt hier schön drauf. Wir haben jetzt die Folie auf die Leinwand gelegt. Ihr seht schon hier, das ist jetzt noch ein bisschen milchig. Der Acrylbinder ist ja milchig. Der trocknet aber durchsichtig auf. Aber ihr seht hier schon, wie so schön durch die Fenster und durch die Lücken der Untergrund durchkommt. Das sieht natürlich toll aus. Jetzt kann sich diese Farbfläche von der Folie mit der Farbfläche von der Leinwand schön verbinden. Das Ganze muss über Nacht trocknen, das ist wichtig. Da muss man da ein bisschen Geduld haben und um ein sicheres Ergebnis zu bekommen, muss man halt einfach das am besten über Nacht liegen lassen. Dann hat man auf jeden Fall, es lange genug dann getrocknet. Über Nacht ist die Folie jetzt
getrocknet, beziehungsweise das, was wir mit der Folie gemacht haben, das ist jetzt getrocknet. Somit hat sich die Farbschicht idealerweise mit der Farbe der Leinwand verbunden. Und jetzt können wir die Folie abziehen. Ich mache das ganz vorsichtig, ich fange an einer Stelle an und schaue erstmal, ob das auch alles so ist, wie ich mir das gehofft hatte mit dem Trocknen. Aber es sieht sehr gut aus. Schaut mal. Ich kann die Folie abziehen, dass hier immer mal so ein bisschen was mit runter geht. Das ist normal, ne, dass jetzt nicht alles so 1000% auf der Folie hält. Aber schaut mal, das ist jetzt ja fast alles da fest. Super. Wie gesagt, schön langsam hier. Das kann man nochmal so drüber streichen. Das sieht doch alles super aus. Boah, guck mal, hier unten kommt genau das Orange raus. Spitze. Richtig gut. Das ist doch super gelungen. Perfekt, da freue ich mich. Oh, spitze sieht das aus, finde ich. Das sieht super aus. Auch wieder eine schöne Farbkombination. Hier kommt genau die Stelle, wie ich ganz beim Spachteln gesagt habe, die ist so toll. An der Stelle und hier das, genau die Stellen kommen da jetzt raus. Das ist echt ein super Zufall und ein Glücksfall. Ja, heute ist ein Glückstag. Ich möchte gerne noch diese beiden Flächen irgendwie miteinander verbinden. Mir fehlt noch ein bisschen Weiß und deswegen habe ich noch mal meinen Spachtel genommen, habe mir auf eine Palette nochmal Weiß genommen, einen Pinsel, bestücke den Spachtel jetzt mit wenig Farbe. So, schaut mal. Und dann gehe ich hin und fange mal ganz vorsichtig an, weil sind hier so tolle Farbstellen. Ich möchte nicht zu viel wegmachen, aber es tut dem Bild halt noch unheimlich gut, wenn hier noch ein bisschen was in der Mitte ist, so ein bisschen so eine Verbindung zwischen den beiden Flächen, also zwischen dem Rosa und dem Gespachtelten. Wie gesagt, ich bin da ganz vorsichtig und mache da nicht zu viel weg. Jetzt ist mir das aber zu wenig. Das ist nur so ein, ja, so fleckenhaft, das Weiß. Ich will aber da jetzt nicht mit dem Spachtel so drin rumschrappeln. Deswegen nehme ich mir noch mal meine dünne Kunststoffkarte. Trage auf eine Seite ein bisschen Farbe darauf und ziehe jetzt ganz vorsichtig mir in der Mitte noch mal ein bisschen mehr Farbe hin. Der kleinen Kunststoffkarte kann ich das besser steuern, deswegen mache ich das, weil ich habe wirklich so ein paar Stellen, die ich auf gar keinen Fall überlagern möchte mit Weiß. Damit das hier nicht so ein schmaler, gerader Streifen ist, gehe ich hier an manchen Stellen ein bisschen weiter hoch und hier ein bisschen weiter runter, damit das ja nicht so langweilig halt ist. Da kann man auch ein bisschen ausprobieren, experimentieren, immer klein anfangen und dann sich so ein bisschen vorarbeiten. Den Streifen finde ich jetzt super spannend zwischen den beiden Farbflächen. Den möchte ich jetzt gerne trocknen lassen, weil ich auch noch ein paar Schwarzeffekte da drauf haben möchte, als Kontrast so ein bisschen. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen Farbe und was ich damit jetzt mache, ist auf jeden Fall schon mal den Rand. Den möchte ich nämlich weiß haben, aber nicht nur einfach den Rand, sondern ich möchte wieder so ein bisschen, das mache ich relativ häufig bei meinen Bildern, dass ich den Rand so weit ins Bild ziehe, dass man den von vorne, wenn das Bild hängt, sieht. Das gibt dem Bild, gerade wenn es so wilde Flächen sind, immer noch mal Halt. So, ich nehme einen Haushaltsschwamm, bestücke den mit Farbe, mit weißer Farbe und gehe so ein bisschen mit dem Schwamm über die Kante ins Bild rein. Und ich glaube, das kann man auch direkt sehen, dass das Effekt gibt, also optisch richtig viel was ausmacht.
Und darum geht es ja auch, dass man mit kleinen Dingen eine große Wirkung hat. Das finde ich immer toll. Kleine, einfache Sachen, die aber wirklich dann viel ausmachen. Schaut mal, das finde ich total schön. Jetzt lassen wir das kurz trocknen. Das mache ich jetzt mit einem Föhn und werde dann noch ein paar schwarze Effekte drauflegen. So, unser Bild ist jetzt getrocknet, dass diese weißen Stellen so mehr oder weniger trocken sind, damit die jetzt nicht verschmieren bei dem nächsten Effekt, den wir jetzt machen wollen. Und zwar hatte ich mir hier aus einer verunglückten Laminierfolie oder so eine Kunststofffolie war verknickert, da hatte ich mir jetzt ein Stück abgeschnitten. Das möchte ich gerne benutzen. Ich habe mir hier mal so ein bisschen schwarz zurechtgelegt. Ich nehme meine Laminierfolie, da kann man sich auch was Helles drunter legen, dann sieht man es besser. Und mache mit so einem schruppligen Pinsel schwarzer Farbe auf die Laminierfolie. Die habe ich mir jetzt hier einfach nur draufgelegt, dass ich da was sehe. Mache so mit dem schruppligen Pinsel, entstehen solche ganz dünnen Farbstellen. Diese Folie nehme ich jetzt und lege die hier wirklich ganz vorsichtig nur auf mein Bild. Ich will nur so ein paar Stellen als Kontrast haben. Ganz vorsichtig anfangen, auch wieder gucken, was dem Bild gut tut. Ich gehe noch ein bisschen weiter hier. Seht ihr, das ist wirklich nur von dem Pinselstrich ein bisschen Farbe, das reicht schon. Das gefällt mir super. Vielleicht mache ich auch mal eins so rum, also in andere Richtung die Pinselstreifen. Und mache jetzt mal hier so einen ganz leichten Effekt. Und hier noch ein bisschen was. Schaut mal, das ist richtig gut. Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen. Die Effekte hier mit dem Schwarz auch. Hier unten mit der Folie, die Fenster, die wir hier drin haben, dass der Untergrund durchguckt. Schöne Farbspiele sind hier drin, also schöne Farbkompositionen. Mit dem Weiß, das finde ich auch wichtig in der Mitte. Also das finde ich richtig gut gelungen. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dem Video. Ich hoffe, ich habe ganz gute Sachen erzählt, ein paar Tricks und Kniffe gezeigt, die ihr auch für eure Projekte umsetzen könnt. Da würde ich mich drüber freuen. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, jeden Daumen hoch und natürlich auch über jedes Abo von euch. Dankeschön für euren Support, eure lieben Grüße und eure tollen Feedbacks und alles. Das macht unheimlich Spaß, euch auf jeden Fall auch weiterhin schöne Videos zu zeigen. Und dann sage ich mal bis bald. Ich freue mich auf euch.